Ein blockierter, aufgeblähter Bauch und das unangenehme Gefühl von Trägheit im Verdauungstrakt sind für viele Menschen tägliche Begleiter. Oft liegt die Ursache in einer verlangsamten Darmperistaltik und festsitzendem, gärenden Nahrungsbrei, der das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringt. Während aggressive Abführmittel die Darmschleimhaut reizen und wichtige Elektrolyte ausschwemmen, bietet die Naturheilkunde ein verblüffend einfaches mechanisches und biochemisches Werkzeug, einen einzigen Löffel. Richtig eingesetzt fungiert dieses alltägliche Besteckteil entweder als präzises Massageinstrument für die äußere Bauchwand oder als exakter Dosierlöffel für hochaktive Quell- und Bitterstoffe, die den Darm von innen sanieren. Nummer 1: Lymphdrainage für die Bauchdecke. Die erste Methode nutzt den Löffel nicht als Esswerkzeug, sondern als medizinisches Massageinstrument zur Aktivierung der Darmbewegung. Lege dich flach auf den Rücken, winkel die Beine leicht an und streiche etwas Olivenöl auf deinem Bauch. Nimm einen großen, abgeflachten Esslöffel und ziehe mit der gewölbten Rückseite kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn um deinen Bauchnabel herum, exakt dem Verlauf des Dickdarms folgend. Beginne im rechten Unterbauch beim Blinddarm, streiche nach oben zum Rippenbogen, quer rüber nach links und nach unten zum Signalbereich des Signalbogens. Der Löffel übt durch seine glatte, feste Struktur einen tieferen, gleichmäßigeren Druck aus als die menschliche Hand. Diese mechanische Stimulation reizt die glatte Muskulatur der Darmwand, bricht festsitzende Gasblasen im Darmtrakt auf und schiebt den stagnierenden Nahrungsbrei sanft in Richtung Ausgang. Nummer 2: Ein Löffel Flohsamenschalen. Um Ablagerungen von innen heraus zu lösen, ist die präzise Dosierung von einem Esslöffel Flohsamenschalen am Morgen der Goldstandard. Sobald diese winzigen Samen in einem großen Glas lauwarmem Wasser verrührt werden, aktivieren sie ihre immense Quellfähigkeit. Innerhalb von Minuten entsteht eine galertartige Matrix aus löslichen Schleimstoffen. Wenn du diesen Löffel voll Schleimstoffe trinkst, gleitet er wie ein weicher, feuchter Schwamm durch die Windung deines Darms. Das Schleimgel dehnt die Darmwände sanft aus, was den natürlichen Entleerungsreflex mechanisch triggert. Gleichzeitig schießt die galertartige Masse gärende Schleimreste, Toxine und den klebrigen bakteriellen Biofilm in ihre Struktur ein und transportiert sie schmerzfrei ab, ohne die empfindliche Schleimhaut anzugreifen. Nummer 3: Ein Teelöffel Apfelessig. Gase und Blähungen entstehen primär dann, wenn die Magensäure unzureichend ist und unverdaute Proteine und Kohlenhydrate in den Dickdarm gelangen, wo sie von pathogenen Bakterien unter starker Gasbildung fermentiert werden. Ein Teelöffel naturtrüber Bio-Apfelessig in einem Glas warmem Wasser vor einer Mahlzeit wirkt hier wie ein biochemischer Katalysator. Die enthaltene Essigsäure senkt den pH-Wert im Magen temporär ab und aktiviert das Enzym Pepsin, das für die Eiweißspaltung zuständig ist. Der Speisebrei kommt so optimal vorverdaut im Darm an, wodurch den Fäulnisbakterien im Dickdarm die Nahrungsgrundlage entzogen wird. Die Produktion lästiger Gase bricht sofort ein und das Milieu im Darm stabilisiert sich nachhaltig. Nummer 4: Ein Löffel geschroteter Leinsamen. Ein Esslöffel frisch geschroteter Leinsamen liefert dem Körper eine hocheffiziente Kombination aus unlöslichen Ballaststoffen und wertvoller Alpha-Linolensäure. Während die unlöslichen Fasern das Stuhlvolumen erhöhen und die Darmwand zur Bewegung anregen, wirken die austretenden Öle der Leinsamen wie ein natürliches biologisches Gleitmittel. Sie legen sich wie ein schützender Film über die Schleimhaut und dringen in die feinen Darmtaschen ein. Dort weichen sie verhärtete, ältere Stuhlrückstände auf und machen sie wieder gleitfähig. Wichtig ist hierbei die Physik der Flüssigkeit. Jeder Löffel Leinsamen erfordert zwingend das Trinken von mindestens 300 Milliliter Wasser, da die Samen ansonsten austrocknen und den Darm blockieren könnten. Und Nummer 5: Ein halber Löffel Heilerde. Um die durch die mechanische Reinigung gelösten Gase und Ablagerungen im Darm sofort zu binden, empfiehlt sich ein halber Teelöffel ultrafeine Heilerde oder Bentonit. Diese mineralischen Erden besitzen eine gigantische, poröse Oberfläche mit einer spezifischen negativen elektrischen Ladung. Da viele Giftstoffe, Stoffwechselendprodukte und auch die Gase selbst positiv geladen sind, wirkt die Heilerde im Darm wie ein mikroskopischer Magnet. Die Blähungen und toxischen Reste lagern sich fest an die Mineralien an und werden auf natürlichem Weg mit dem Stuhl ausgeschieden. Dies entlastet nicht nur die Darmwand, sondern verhindert auch, dass die Toxine über die Darmvene zurück in die Leber gelangen, was den gesamten Körper spürbar entlastet. Möchtest du jetzt noch wissen, was die stärksten natürlichen Abführmittel der Welt sind? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.